Herr Bernhard ist ein alter Mann, der seit 10 Jahren im Ruhestand ist. Er lebt allein in einem kleinen Holzhaus am Rande des alten Waldes. Seine Frau starb vor vielen Jahren und sein einziger enger Freund ist seine Katze Misu. Misu ist ein intelligenter getigerter Kater, der seit seiner Kindheit bei ihm lebt. Er ist sehr sanft, aber Fremden gegenüber immer misstrauisch. Jeden Morgen wacht er auf, macht Kaffee und schüttet wie üblich Trockenfutter in Misus Trog. Doch fast eine Woche lang fand er den Futtertrog jeden Morgen leer und seltsam sauber vor. Er hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, weil Misu jeden Tag nur sehr wenig aß. Misu zeigte keine Anzeichen von Fremdheit, aber jeden Morgen saß sie auf der Veranda und blickte mit wachsamem Blick in die Ferne. Er dachte, es könnten Mäuse, Eichhörnchen oder wilde Tiere sein, die nachts zum Fressen kämen. Wäre es jedoch ein wildes Tier gewesen, hätte Misu Angst gezeigt oder aufgehört zu fressen. Das Gefühl der Unsicherheit machte ihn misstrauisch und er beschloss, eine Möglichkeit zu finden, nachts zu beobachten. Er versuchte ein paar Nächte lang zu spionieren, fand aber nichts, weil er mitten in der Nacht einschlief. Schließlich beschloss er, eine Infrarotkamera zu kaufen, die er auf der Veranda anbringen und auf den Futterspender richten wollte. Die Kamera ist so eingestellt, dass sie bei Bewegungen aufzeichnet, sodass er nicht die ganze Zeit wach bleiben muss. Bevor er zu Bett ging, füllte er den Trog mit Futter, machte das Licht aus und ging ins Haus. Er konnte nicht anders, als nervös zu sein, da er nicht wusste, was jede Nacht auf der Holzveranda passierte. Am nächsten Morgen wachte Herr Bernhard früh auf, machte heißen Tee und setzte sich vor den Bildschirm, um das aufgezeichnete Video anzusehen. Ihm stockte das Herz, als er eine große Gestalt aus der Dunkelheit auftauchen und sich der Krippe nähern sah. Es war ein Löwe. Dünn, mit zotteligem Fell, ging er langsam, als wäre er erschöpft. Es näherte sich dem Futterspender, senkte den Kopf und begann, auf den Pellets aus trockenem Katzenfutter herumzukauen. Was ihn am meisten überraschte, war, dass Misu direkt neben ihm saß und überhaupt keine Angst hatte. Misu knurrte nur leise, als wolle er eine Grenze markieren, rannte oder zog sich jedoch auf keinen Fall zurück. Die beiden aßen schweigend im schwachen Licht der flackernden Verandalampe. Der Löwe fraß eine Weile und ging dann langsam fort. Er sah seltsam müde und traurig aus. Herr Bernhard traute seinen Augen nicht, ein Löwe fraß mit seiner Katze. Er spult das Video mehrere Male zurück und beobachtet jedes Detail sorgfältig, um sicherzugehen, dass er nichts Falsches gesehen hat. Es gab keine Wildheit, nur einen Löwen, der versuchte, lautlos zu überleben. Das Bild war schön und traurig zugleich und beschäftigte ihn den ganzen Morgen. Ihm wurde klar, dass das Tier weggelaufen sein musste, sich verlaufen hatte und kein Futter mehr hatte. Sein Überlebensinstinkt führte ihn dazu, sich Wohngebieten zu nähern, aber glücklicherweise griff er niemanden an. Er wusste, dass er das nicht für sich behalten konnte, er musste sofort die Ranger rufen. Herr Bernhard rief das Naturschutzzentrum an und berichtete ausführlich über den Vorfall und lieferte dazu Videobeweise. Die Ranger waren zunächst skeptisch, aber nachdem sie das Filmmaterial gesehen hatten, waren sie völlig überzeugt. Ein schnelles Reaktionsteam, bestehend aus 2 erfahrenen Rangern und einem Tierarzt, wurde entsandt. Sie kamen am Nachmittag bei Herrn Bernhards Haus an, besichtigten die Szene und besprachen einen Aktionsplan. Er füllte den Futtertrog wie üblich und hielt sich an seine Routine, um den Verdacht des Löwen nicht zu erregen. Die Ranger legten hinter einem Holzzaun einen Hinterhalt an, von wo aus sie freie Sicht auf die Veranda hatten. Nachts herrschte Stille im Garten, bis auf das Zirpen der Insekten und das Flackern der schwachen Lichter. Gegen 2:00 Uhr morgens hörte man schwere Schritte vom Waldrand, die sich der Veranda näherten. Der Löwe erschien, genau wie die Kamera es aufgenommen hatte, und ging langsam auf den Futtertrog zu. Es sah sich vorsichtig um und senkte dann den Kopf zum Fressen, ohne zu merken, dass es beobachtet wurde. Misu saß wie üblich daneben und beobachtete ruhig, ohne Angst oder Rückzug. Der Ranger hob sein Betäubungsgewehr, zielte sorgfältig und wartete auf den richtigen Moment. Es gab ein lautes Zischen, die Nadel traf die Schulter des Löwen, als er gerade fraß.
Es erschrak, machte ein paar Schritte zurück, begann zu taumeln und brach langsam auf dem Holzboden zusammen. Die Ranger näherten sich schnell und bedeckten seine Augen mit einem Tuch, um Panik zu vermeiden, wenn es aufwachte. Der Tierarzt überprüft seine Herzfrequenz und Atmung und stellt sicher, dass er gut auf die Medikamente anspricht. Nach einigen Minuten der Beobachtung trugen sie den Löwen auf eine Trage und verluden ihn in ein Spezialfahrzeug, das vor dem Tor wartete. Mr. Bernard stand da und sah zu. In seinen Augen war Sorge, aber auch Erleichterung zu sehen, als alles gut ging. Das Auto mit den Löwen verließ das Gelände und fuhr die ganze Nacht hindurch in Richtung des Wildtierschutzzentrums. Neben dem schlafenden Löwen lagen eine warme Decke, einige Infusionsbeutel und die Hoffnung auf Wiederbelebung. Im Zentrum begannen die Ärzte mit einer gründlichen Untersuchung des physischen und physiologischen Zustands des Löwen. Der vorläufige Name lautete Noctis, was seine einsame Reise durch die Nacht symbolisierte. Blut, Herz-Kreislauf und Leberwerte sind alle normal und weisen keine Anzeichen einer Infektionskrankheit auf. Noctis wurde lediglich durch den anhaltenden Hunger und die Desorientierung geschwächt, die durch das Verlassen seines natürlichen Territoriums entstanden war. Der Arzt verabreichte ihm sofort intravenös Flüssigkeit, Vitaminspritzen und fütterte ihn mit kleinen Portionen, um einen Magenschock zu vermeiden. Hautabschürfungen werden desinfiziert, kalte Kompressen aufgelegt und Salben aufgetragen. Das Personal ist Tag und Nacht im Einsatz, um Noctis, Temperatur, Atmung und neurologische Reflexe zu überwachen. Nach 3 Tagen konnte es aufstehen und in seinem eigenen Käfig herumlaufen, wenn auch langsam. Am 5. Tag begann es normal zu fressen und zu trinken und knurrte sogar leise, wenn es Fremde kommen sah. Von einem erschöpften Wesen erlangte Noctis allmählich den angeborenen Mut eines wilden Raubtiers zurück. Nach einer Woche Behandlung und Überwachung beschlossen die Experten, Noctis wieder in die Wildnis zu entlassen. Aus Sicherheitsgründen wurde als Freilassungsort eine große Grasfläche fernab von Wohngebieten gewählt. Das Spezialfahrzeug rollte erneut aus, diesmal mit einem gesunden und kräftigen Löwen an Bord. An Bord wurde Noctis leicht sediert, um Unruhe während des Langstreckentransports zu vermeiden. Bei der Ankunft öffnete sich die Scheunentür und gab den Blick auf eine endlose Weite aus hohem, goldenem Gras frei. Das Licht der Morgendämmerung drang durch den Nebel und schien auf Noctis' Rücken, als er langsam aus dem Käfig trat. Es stand ein paar Minuten still, schnüffelte die Luft und blickte zum Himmel auf, als fühle es sich wieder frei. Dann drehte es den Kopf, um den Menschen anzusehen, teilte dann leise das Gras und ging weg, ohne sich umzudrehen. Alle standen still, niemand sagte ein Wort, man hörte nur den Wind wie zum Abschied wehen. Noctis verschwand langsam zwischen den Bäumen und trug die beispiellose Geschichte eines überlebenden Löwen mit sich. Ranger zeichnen Informationen auf, markieren Koordinaten und verfolgen die Reise über ein mit einem Chip versehenes Gerät. Ein Lebewesen, das einst auf der Veranda im Sterben lag, hat die Chance, dorthin zurückzukehren, wo es hingehört. Niemand weiß, ob es jemals wieder zu seinem Rudel zurückkehren oder wie zuvor allein leben wird. Aber zumindest hatte es die Chance, sein Leben wieder aufzubauen und musste nicht mehr mit verzweifelten Augen um Hilfe bitten. Und alles begann mit einem kleinen Futterdruck und der Aufmerksamkeit eines einsamen alten Mannes. Herr Bernard speicherte dieses seltsame Video auf seiner Festplatte und nannte es Noctis, Nacht. Er öffnete es oft wieder, wenn er mit Miso zusammensaß und sich an diese seltsame und emotionale Nacht erinnerte. Niemand in der Stadt glaubte es, bis sie das Video von ihm mit eigenen Augen sahen. Es ist nicht nur eine Geschichte über einen Löwen, es ist eine Geschichte über Freundlichkeit. Ein magischer Moment, in dem Mensch und Natur einander mit Toleranz und Mitgefühl begegnen.